Hallo liebe Musikelektronik-Begeisterte und herzlich willkommen zurück in meinem Esszimmer. Heute steht mal etwas ganz anderes auf der Speisekarte. Da ich die Videos auf diesem Kanal ausschließlich in meiner Freizeit erstelle, dauert es mitunter einige Zeit, bis etwas Neues fertig ist. Bevor ich ein Video überhaupt beginne, steht ein Prozess der Recherche, der Suche nach einem bestimmten Gerät, dem Kauf, der Prüfung, der Beschaffung von Ersatzteilen und Materialien und. Deshalb möchte ich euch heute eine ganze Reihe von Geräten präsentieren, die in kommenden Videos die Protagonisten sein werden. Ich werde hierbei ein paar der kommenden Themen ansprechen. Vielleicht habt ihr noch Fragen zu den genannten Geräten oder wisst etwas, das ich nicht angesprochen habe. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir das in die Kommentare schreibt. Also, fangen wir an. So, wir fangen mal mit diesem Gerät an. Mal wieder ein Watkins Copycat, diesmal aber ein Modell, das älter ist als die beiden, die ich in einem anderen Video schon mal vorgestellt habe. Das ist ein sogenanntes Mark IV Modell. Das wurde Ende der 60er bis Anfang der 70er Jahre gebaut und das ist das Copycat-Modell, das in der Masse am meisten gebaut worden ist. Also davon gibt es die meisten Geräte und man sieht das auch hin und wieder zum Verkauf, aber oftmals in einem etwas angepassten, veränderten Zustand. Wir haben hier oft eine dritte Klinkenbuchse, weil bei diesem Gerät der Ein- und Ausschalter mit der Swell-Funktion in einem Knopf zusammengefasst ist und diese spezielle Schalterpotentiometer-Konfiguration auch manchmal kaputt geht und wie so oft auch der Nachkauf von solchen Teilen nicht so einfach ist, hat man es auch oft, dass dieses Pilotlicht weg ist und dafür ist hier ein Ein- und Ausschalter. Aber bei dem Gerät ist noch alles unverändert, soweit ich das sehe. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ich habe es auch noch nicht aufgehabt, aus welchem Jahr das stammen könnte. Was ich allerdings schon sehe, ist dass es nicht die allererste Baureihe dieser Mark IV-Geräte ist. Beziehungsweise auch da bin ich mir nicht sicher, Mark III-Geräte, ob es die überhaupt gab. Mark III, Mark IV, wo sind die Unterschiede? Man sieht oft Geräte, die haben diesen Eingangsspannungswahlschalter nicht, sondern nur die Sicherung. Und es gibt Geräte, bei denen der Motor, also man sieht hier die Halteschrauben für den Motor, wo die nicht so aussehen wie hier, sondern da scheint der Motor schräg eingebaut zu sein. Also da haben wir die 4 Schrauben in einer schrägen Konfiguration. Also da werde ich noch einiges an Recherchen betreiben müssen. Vielleicht hat auch irgendein Zuschauer da die genaue Historie der Geräte für mich. Würde ich mich freuen, wenn ihr das in die Kommentare schreiben könntet, was nun Mark III und Mark IV ist und wie sich die beiden Serien Mark IV oder vielleicht gab es auch mehrere Ausgaben von Mark IV, wie sich die genau unterscheiden. So. Dieses Gerät, könnte ich mir vorstellen, ist auch ein guter Proband für eine What's Inside Geschichte. Das ist ja ein Gerät, in dem, anders als den anderen beiden vorgestellten Copycats, keine Operationsverstärker drin sind, sondern das ist ein reines Transistorengerät. Und ich könnte mir vorstellen, dass man vielleicht, wenn ich so ein Gerät mal an die Hand kriege, dass wir da eine What's Inside Episode machen, wo wir wieder 2 Copycats vergleichen. Und hier vielleicht ein Röhrengerät mit diesem Transistorgerät oder irgendwas anderes in der Art. So, was ich jetzt an dieser Stelle zu dem Gerät aber noch sagen wollte, ist eine kleine Ergänzung zu meinen anderen Copycat-Videos, weil da habe ich das Thema immer ausgelassen.
Dem einen oder anderen ist es vielleicht schon aufgefallen, dieses Gerät kommt aus dem Vereinigten Königreich tatsächlich. Und es hat hier offensichtlich einen dreipoligen Stecker. Ja, man sieht da auch Beschriftung L für Live, N für Neutral und E für Earth. Weil grundsätzlich diese Sache bei den Copycat-Geräten ist ja, oder bei Geräten aus dieser Zeit, die haben eine Metall-Faceplate. Und weil man hier auch an alle möglichen Sachen dranlangen kann, ist natürlich die Frage, sind diese Geräte ordentlich geerdet, sodass man hier keinen tödlichen Stromschlag bekommt, wenn im Gerät irgendwas kaputt geht oder nicht so ist, wie es sein soll, was dazu führt, dass Spannung an diesem Metallkörper hier liegt. Und hier haben wir jetzt ja tatsächlich einen dreipoligen Stecker. Und da würde mich jetzt mal interessieren, was da genau drin ist. Also diese britischen Stecker, die sehen natürlich auch ein bisschen anders aus als bei uns. Ich habe da auch ehrlich gesagt noch nie einen aufgemacht, deswegen bin ich sehr gespannt, was wir da drin finden werden. So, da geht er auseinander. Oh, vielleicht eher so rum, da scheint was rauszufallen. Ah, da steht Fused. Ja, der ist fused. Da haben wir eine Sicherung. 13 Ampere. Eine 13 Ampere Sicherung und die ist zwischen Live, zwischen dem Bolzen oder Teil des Steckers, der live ist, und vermutlich dem Live-Kabel, was reingeht. Da ist diese Sicherung. Also das ist schon mal interessant. Das gibt es so bei uns in Deutschland nicht. Zumindest nicht, dass es mir bekannt wäre. Dass man nochmal eine Sicherung im Stecker hat, weil man hat ja im Prinzip auch nochmal eine Sicherung hier, wobei die sich natürlich auch sehr unterscheiden. Also 13 Ampere, 0,5 Ampere, also die löst, ich weiß gar nicht, wann die auslösen soll. Da muss ja schon ganz schön was durchgehen. Da müsste die eigentlich auch schon längst geflogen sein natürlich. So, aber was ich jetzt hier sehe, ist, das ist ein dreipoliger Stecker, aber das ist nur ein zweipoliges Kabel. Das heißt, bei dem Gerät gibt es keine Schutzerde. Die ist hier nicht da, also ist das Gerät nicht geerdet. So, dieser Stecker muss sowieso weichen. Ich möchte das Gerät ja in Deutschland betreiben. Und wenn ich eh schon den Stecker austausche, werde ich hier sicherlich auch das Gerät gleich erden. Also eine Schutzerde, einen Stecker mit Schutzerde ordentlich anschließen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch ein Teil oder ein ganzes Video oder ein Teil eines Videos wird, wo man mal der Frage nachgeht, wenn man diese Geräte jetzt erdet, weil das waren sie tatsächlich ab Werk nicht, was haben wir denn da für Themen? Also einmal, wie funktioniert das Ganze überhaupt? Und wenn wir das gemacht haben, was kommen eventuell noch für Folgethemen auf uns zu? Ich werfe jetzt einfach mal das Stichwort Brummschleife in den Raum. Es kann sehr gut sein, dass in dem Moment, wo wir dieses Gerät ordentlich erden, dass wir dann ein Brummen bekommen. Aber es gibt auch Möglichkeiten und Wege, wie man das tatsächlich wegbekommt. So, weil diese Geräte, also keine Schutzerde ab Werk, was war denn dann überhaupt die Theorie dahinter, dass diese Geräte keine Schutzerde hatten? Das ist relativ einfach, man sieht das hier hinten. Hier steht Always earth your amplifier. Also man sollte den Verstärker erden. Der Hintergrund des Ganzen ist einfach, dass diese Geräte selbstverständlich schon eine Erdung hatten, und zwar eine, die über das Ausgangskabel eine Erdverbindung zur Erde des Verstärkers
hergestellt hat. Ja, warum ist es wichtig, diese Geräte tatsächlich zu erden? Wie gesagt, ich habe eben gesagt, hier fassen wir Metall an. Und jetzt könnte der ein oder andere natürlich sagen, ja, Moment mal, wenn ich jetzt hier mal meinen Multimeter auf Durchgangsprüfung stelle und hier dran gehe, dann habe ich ja eigentlich überhaupt, das piepst ja gar nicht. Also ist das überhaupt leitendes Metall? Und die Antwort ist ganz klar, natürlich leitet das. Warum es jetzt hier nicht piepst, liegt einmal daran, dass dieses Aluminium teilweise eloxiert ist. Wir haben hier auch eine Schmutzschicht. Es ist natürlich auch lackiert. Und auch hier an den Tonköpfen. Das piepst erstmal nicht. Aber das liegt wirklich nur daran, dass hier ein Oxidationsprozess stattgefunden hat. Wenn wir da mal ein kleines bisschen kratzen, dann haben wir nämlich auch eine Verbindung. Auf diesen Widerstand, den einfach die Oxidation an diesem Aluminium verursacht, durch diese Schicht, die sich gebildet hat, dieses Eloxat, da würde ich mich nicht drauf verlassen. Und das gleiche ist auch hier, wenn wir da ein ganz kleines bisschen nur kratzen, also wir haben jetzt hier zum Beispiel ein paar kleine Kratzer und da fehlt eine Schraube, da kommen wir genau ins Material. Ja, und wenn ich hier in den Kratzer reingehe, dann habe ich selbstverständlich auch Kontinuität. Und wenn von innen der Livewire aus irgendeinem Grund sich löst und die Netzspannung hier am Gehäuse liegt, dann würden wir das, wenn wir das anfassen, natürlich voll abbekommen, weil das Gerät selbst ist nicht geerdet und der Strom würde dann durch den Körper durchfließen, was unter Umständen tödlich sein kann. Deswegen bringt man eine Schutzerde an. Diese Schutzerde hat idealerweise einen kleineren Widerstand als der menschliche Körper und deswegen wird ein Großteil des Stroms über die Schutzerde dann abfließen. Und wenn man im Haus oder auch in dem Raum, wo man das Gerät angeschlossen hat, entsprechende Einrichtungen wie FI-Schalter und so weiter hat, dann kann der sofort auslösen. Aber selbst wenn man da keine FI-Schalter hat, einen Stromschlag wird man sicherlich bekommen, aber der wird idealerweise dann nicht mehr tödlich sein. Also die Erdung von den Geräten, das ist eine ganz wichtige Sache. So, und jetzt schauen wir mal ganz kurz in das Innere. Da bin ich auch gespannt. Ich vermute, dass es selbstverständlich natürlich etwas anders aussehen wird wie bei den anderen Geräten, weil wir haben ja diesmal keine Operationsverstärker, keine ICs, aber ich glaube, wir werden uns zurechtfinden. Oh, diese Schrauben, die sehen insgesamt nicht sehr toll aus, die sind alle ganz schön angefressen. Das ist nicht sehr schön. Aber wir werden sehen. Ja, schön auch. Da ist tatsächlich die Feder noch da. Das ist prima. Und was natürlich auch interessant sein wird, wenn ihr euch erinnert aus dem anderen Copycat-Video, auf dem Motor sollte eigentlich in irgendeiner Weise ein Herstellungsdatum stehen. Das heißt, wir können dann auch genauer sagen, von wann das Gerät ist, aber ich vermute frühe 70er. Vielleicht 71, 72. So. Ja.
Das sieht etwas anders aus. Wir haben den Motor, wir haben den Trafo. Da müsste die Gleichrichtung sitzen. Wir haben den Oszillator. Wir haben den Auswahlschalter für die Wiedergabeköpfe. Und wir haben da den Einschalter, den ich angesprochen habe. Also das ist sowohl ein Potentiometer als auch ein Schalter. Ja, alles in allem sieht das einfacher aus als die anderen Copycats. Aber da ist auch, da ist ordentlich Oxidation drin. Da ist es mal feucht geworden. Und da haben wir den Motor und der hat diesmal kein Datum. Korrosion auch auf den Schrauben. Doch, da ist ein Datum. Und zwar kann ich so gar nicht erkennen. Gehen wir mal mehr ans Licht. 1973. Also das ist ein Gerät von 73 oder Anfang 74. Ja, und da haben wir auch einiges zu machen. Also das gefällt mir überhaupt nicht. Also ich habe es auch noch nicht eingeschaltet, logischerweise. Es ist ja noch der andere Stecker dran. Aber hier müssen wir definitiv ranlangen. Und das wird, denke ich, Teil eines Videos werden. Genau, da sieht man die ganzen Transistoren. Ja, vieles, was wir schon kennen. Das eine oder andere sieht natürlich anders aus. Aber da kommen wir zurecht. Ja, der Trafo sieht nicht so schön aus, aber nichts, was wir nicht hinbekommen würden. Okay, also machen wir erstmal wieder zu. Was ist das? Ja. Ah, da ist eben was abgefallen. Eine kleine Klammer, die ist da reingeschossen und die ist rausgefallen. Ja, das kriegt mir die eine Schraube eventuell jetzt gar nicht fest. Aber das soll jetzt mal egal sein. Eine Menge Staub drin. Ah, da ist eine Kappe abgefallen. Ich wollte gerade sagen, der sieht plötzlich anders aus. Ja, viele, viele Kleinigkeiten. Das wird alles Raum bringen für eine Reparatur. Okay. So, was haben wir denn da? Das wird wieder zum Verstärker sein und ich nehme an, das hier ist für einen Fußschalter. Da war sicherlich mal ein Original WM-Fußschalter dran, aber da hat jemand eine Klinkenbuchse dran gemacht, damit man irgendeinen Fußschalter anschließen kann. Das ist gar nicht so schlecht.
So, das nächste Gerät, das wir uns anschauen wollen, ist ein Multi-Effekt-Gerät aus den 80er Jahren. Ich vermute jetzt einfach mal früher 80er Jahre. Das Ibanez UE300. Wie man sieht, mit Netzstecker betrieben. Und was an diesem Gerät total interessant ist, dass hier ein Tube Screamer drin ist. Und der Sage nach nicht irgendein Tube Screamer, sondern ziemlich sicher der Tube Screamer TS9 zusammen mit einem Kompressor, Limiter, einem Stereo-Chorus und das hier ist der Ein-Ausschalter für das Effektgerät. Was jetzt an diesem Tube Screamer so interessant ist, also es ist nicht der Tube Screamer TS808, der ja als der heilige Gral schlechthin bezeichnet wird. Es ist also das TS9 Modell, also auch ein sehr gesuchtes Modell, was regelmäßig, wenn es auf eBay verkauft wird, für mehrere hundert Euro weggeht, also 400 Euro mindestens. Aber dieses Ibanez Multi-Effekt-Gerät, das geht für deutlich weniger weg. Also da sind wir bei weit unter 200 Euro dabei. Und da ist höchstwahrscheinlich derselbe Tube Screamer drin. Das wird also ein spannendes What's Inside Video. Da werden wir uns mal angucken, ob die Schaltung dieses Tube Screamers und des, der Tretmine TS9, ob das wirklich absolut identisch ist. Also ich glaube nicht, dass hier hintereinander wirklich 3 einzelne Platinen von den jeweiligen Einzeleffekten drin sind. Die werden da schon eine große Platine gemacht haben. Aber das ist ganz interessant, weil es ist natürlich kostenmäßig auch eine schöne Gelegenheit, einen TS9 zu bekommen, der in dieser Bauform noch deutlich unter dem Radar fliegt, finanziell betrachtet. Warum auch immer, vielleicht ist es einfach, weil die Einzeleffektgeräte natürlich schöner auf dem Pedalboard passen, wobei das ist auch nun wirklich überhaupt gar nicht riesig. Und der Stereo-Chorus, der Stereo-Chorus, der wird höchstwahrscheinlich auch aus der 9er Reihe sein. Der CS9. Also TS9, CS9 und da würde es sicherlich auch einen Kompressor aus der 9er Reihe geben. Da bin ich gerade nicht im Bilde, den habe ich auch nicht. Aber das wird, wie gesagt, ein schönes What's Inside Video. Da werde ich Schaltpläne studieren müssen. Und ich bin gespannt. So, wir bleiben für den Moment noch im Hause Ibanez mit diesen Geräten. Das sind klassische Ibanez Phaser, späte 70er, vielleicht gerade noch so Anfang 80er, der Phasetone 909, der Phasetone 999 und theoretisch ein Phasetone 900. Ich sage theoretisch deshalb, weil in diesem lustigerweise eine Originalplatine vom Phasetone 999 drin ist. Und es sieht tatsächlich so aus, als ob dieses Gerät im Inneren absolut original ist. Und ich habe sogar noch ein zweites, bei dem das gleiche Innenleben vorhanden ist. Vermutlich hat es irgendetwas damit zu tun gehabt, dass beim Bau dieses Gerätes vielleicht noch Reste von diesem PT900 Gehäuse übrig waren und da hat man das genommen, was da ist. Das ist eine spannende Sache. Um was es mir aber geht, ist einfach mal zu vergleichen, soundtechnisch, wo sind hier die Unterschiede, wo sind die Unterschiede im Innenleben, in der Schaltung. Und das wird ganz sicher auch in diesem Jahr noch ein What's Inside Video geben. So, nächstes Gerät, nächstes Thema. Echoplex EP3.
Bei dem Echoplex gab es jahrelang das Thema Ersatzteilversorgung. Ganz speziell hier die Bandkassetten. Wie ihr sehen könnt, ist das ja, etwas schräg, möchte ich nicht sagen, aber das Echoplex hat tatsächlich eine Kunststoffkassette, in der das Band läuft. Und diese Kunststoffkassetten gab es viele Jahre lang nicht für Geld und gute Worte. Und jeder, der ein Echoplex hat, hat geschaut, dass er alles aufgekauft hat, was er kriegen konnte. Es gab hier für einige Jahre lang die Möglichkeit, die Kassetten eines anderen Gerätes zu kaufen, nämlich eigentlich auch eines Echoplex-Nachbaus von Fulltone. Da gab es den Echoplex-Nachbau in der als Röhrenmodell und auch des Solid-State-Modells. Und diese Kassetten haben hier tatsächlich auch gepasst. Aber diese Quelle ist dann irgendwann versiegt, weil Fulltone diese Kassetten nur noch an nachgewiesene Besitzer ihres eigenen Gerätes verkaufen wollte. Und dann gibt es hier natürlich noch andere Sachen, die hin und wieder ersetzt werden müssen. Wir haben hier, das ist auch eine etwas eigenwillige Konstruktion, wir haben hier einen kleinen Hebel mit einem Filz dran. Der ist tatsächlich einfach nur hier reingeklemmt und drückt hier bei dieser Umlenkrolle an das Band. Die Dinger müssen auch regelmäßig getauscht werden. Wir haben auch die Andruckrolle, die hin und wieder mal getauscht werden muss. Und da gab es tatsächlich keine Ersatzteile mehr für. Bei meinem Gerät waren auch die Schrauben nicht mehr original. Also da hat jemand ganz normale Kreuzschlitzschrauben genommen. Das ist natürlich auch nicht so schön, wenn man das mal aufmachen will. Und man will, wenn man das benutzt, ja tatsächlich auch das Band laufen sehen. Also so geht's mir zumindest. Und da gibt es jetzt tatsächlich auch diese original aussehenden Schrauben. 2 Quellen insgesamt. Wir haben einmal einen Anbieter in Australien. Dort findet man neue Andruckrollen. Man findet die Riemen, weil das ist tatsächlich ein Gerät, das einen Riemenantrieb hat. Man findet diese Filz-Andruck, wie heißt das eigentlich? Ich weiß gerade gar nicht. Man findet diese Andruckmechanismen mit dem Filz dran. Und es gibt hier auch bei Echofix, so heißt der Anbieter, gibt es auch Ersatzband. Denn natürlich kann man hier auch ein neues Band einlegen. Also wie gesagt, das Problem war, dass es diese Gehäuse gar nicht mehr gab. Ja, gut. Ich könnte mir vorstellen, dass wir mal ein Video machen, wo ich versuche, das Band zu tauschen in dieser Kassette. Das kann ich auch mit dieser Kassette machen, die war bei dem Gerät dabei. Das Band ist relativ hinüber, da ist nichts mehr zu wollen, das kann ich gerne opfern. Denn ich habe mittlerweile auch Nachschub bei diesen Kassetten, weil da gibt es diesmal in den USA einen Anbieter, dessen Namen ich auch in der Beschreibung dieses Videos verlinken werde, der mittlerweile auch diese Kassetten mit Band anbietet. Da steht's, EC1 A Tribute to Mike Battle, also der große Erfinder dieser Geräte, bei Mr. Echo. Und hinter Mr. Echo steht tatsächlich ein Herr Bart Postlethwaite, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, der aus seinem Geschäft in Ohio heraus diese Kassetten verkauft. Und dieser Herr war tatsächlich ein Lehrling des besagten Mike Battle. Also jemand, der ganz nah an diesen Geräten auch dran ist. Und bei ihm gibt es auch diverse Ersatzteile zu kaufen. Er hatte eine Webseite, wo man
auch aus Deutschland sehr, sehr einfach bestellen kann. Zahlung über PayPal und bei mir hat der Transport per Post, ja, es waren vielleicht 2 Wochen. Also viel länger war es nicht. Ja, also das wäre das eine. Wir könnten mal ein Video machen, wie gesagt, zum Austausch des Bandes. Aber das legendäre Echoplex würde sich natürlich unbedingt auch für ein What's Inside eignen. Die Fragestellung ist ja ohnehin, wenn man sich so ein Echoplex kauft, wenn es denn tatsächlich in Deutschland mal angeboten wird, weil ich habe das Gefühl, es werden hier nicht viele Geräte angeboten. Was ist denn das dann für ein Gerät? Sprich, ist das ein 240 Volt Gerät oder ein 120 Volt Gerät, also das US-Gerät oder eins, was schon für den europäischen Markt war? Weil bei den 120 Volt Geräten ist es natürlich so, wenn man die an unsere Steckdose ansteckt, dann wird man höchstwahrscheinlich schwarzen Rauch ernten. Also das geht nur mit einem Stelltrafo, den man davor setzt. Was für mich ehrlich gesagt nicht wahnsinnig sexy ist, nicht sehr befriedigend ist, ein zweites Gerät immer mitschleppen zu müssen. Und deswegen war ich eigentlich relativ froh, hier ein Gerät gefunden zu haben, das nach Aussagen des Verkäufers tatsächlich auch an unseren Steckdosen funktioniert. Und das tut's auch. Also das Gerät funktioniert, überhaupt keine Frage. Und da ist natürlich die einzige Frage tatsächlich, ist dieses Gerät schon immer für unser Stromnetz gemacht gewesen oder hat jemand etwas getan, damit es funktioniert? Und da schauen wir doch mal ganz kurz rein, weil hier hat jemand eine Lösung gefunden. Also die Überraschung ist jetzt natürlich schon weg. Ich glaube nicht, dass dieses Gerät tatsächlich für das Stromnetz in Deutschland hergestellt worden ist. Ich denke, das ist ein US-Gerät, das umgebaut worden ist. Und die Lösung finde ich ganz spannend. Die kann ich euch jetzt schon mal zeigen. Der Rest dann in einem eigenen What's Inside Video. Genau, eigentlich sind es 4 Schrauben. Hier ist natürlich auch schon eine verloren gegangen. Das kommt vermutlich vor. So, und wenn wir diese Schrauben am Boden lösen, dann können wir den Holzkasten einfach abheben und sehen das Innenleben, das tatsächlich etwas wild aussieht. Mit wild meine ich natürlich auf der einen Seite auch hier, das ist leider bei vielen alten Geräten so, wir haben hier überall ein bisschen Rost. Also die sind alle nicht ideal gelagert worden, da ist einfach Feuchtigkeit da gewesen. Also wir haben hier den Motor und ich habe ja gesagt, das ist ein Riemengerät. Wenn man hier mal schaut, wenn wir am Motor drehen, dann sieht man da, wie sich eine Scheibe dreht. Das heißt, auf der Rückseite, da sieht man es, da ist tatsächlich ein Riemen drin. Das heißt, der muss auch hin und wieder mal gewechselt werden. Vom Motor zu einer großen Schwungscheibe. Die Schwungscheibe, wie bei allen Bandechos, natürlich auch wieder dafür da, um den Gleichlauf zu verbessern. Weil die Scheibe hat natürlich eine Massenträgheit und kleine Variationen in der Motorgeschwindigkeit machen da nicht sonderlich viel aus. Also hier den Riemen, den muss man eventuell mal wechseln. Und da jetzt diese schlaue Lösung, wie ich finde, um das Gerät für das deutsche Stromnetz umzubauen. Das hier ist der Original Trafo. Der ist weiterhin 120 Volt. Aber jemand hat einen Spartrafo davor gesetzt. Und man sieht es hier, zwischen den Anschlüssen 1 und 2 liegen 110 Volt. Und angeschlossen ist 1 und 3, 120 Volt. Das heißt, es geht unsere Netzspannung in das Gerät rein und aus dem Spartrafo kommen die 120 Volt und gehen in den Original-Trafo rein. Und das ist eine super Lösung, wie ich finde.
weil die andere Lösung wäre, dass man den Original Trafo austauscht, oder es gibt eventuell auch Motoren für 240 Volt. Also ich habe nicht rausfinden können, ob die Firma Maestro da tatsächlich auch Echoplexe schon ab Werk hergestellt hat, die für 240 Volt waren. Also man könnte hier irgendwas tauschen. Die Fans von absoluter Originalität schreien auf im Geiste. Und da ist das natürlich eine super Lösung. Hier ist ein kleiner Spartrafo davor geschaltet. Und wenn das Gerät tatsächlich mal an jemanden verkauft wird, der es gerne absolut original haben will, dann kann man diesen Spartrafo auch wieder ausbauen und das Gerät wieder in den Originalzustand zurückversetzen. Gut, also das Echoplex, das wird uns mindestens 2 Videos bescheren, vielleicht auch noch ein drittes, weil beim Echoplex ist ja gerade der Preamp-Sound, dem immer wieder nachgesagt wird, dass er was ganz, ganz Besonderes ist. Und dann sollte man da auch auf jeden Fall ein Video machen, wo man den Preamp-Sound mal etwas näher beleuchtet. Also, machen wir das Teil mal wieder zu. Auch da, ja, Korrosion, das kriegt man alles sicherlich wieder in schön hin. Da war eventuell auch mal eine Schraube, dass das auch noch von der Seite festgemacht worden ist. Ja, also da ist vielleicht auch noch ein bisschen Recherche angebracht, um mal zu schauen, wo hier eigentlich überall Schrauben drin waren. Weil es liegt natürlich nahe, dass die alle mal irgendwie verloren gegangen sind. Vielleicht bei Reparaturarbeiten. So. Die sind auch alle etwas unterschiedlich lang. Mal gucken, ob das auch irgendeine Bewandtnis hat oder ob das nur Zufall ist. Es ist eher noch Zufall. Und wenn man tatsächlich anfängt, in so einem Gerät unterschiedlich lange Schrauben einzubauen, dann wird es natürlich lustig. Jo, und hier haben wir ein Gerät, das war auf dem Gruppenfoto eben gar nicht zu sehen, weil auf dem Tisch einfach kein Platz mehr war. Das habe ich tatsächlich erst seit letzter Woche. Da hat plötzlich mein Handy gebimmelt und ein Alarm für eine Suche, die ich auf Kleinanzeigen laufen habe, ist hochgekommen. Denn hier hat tatsächlich jemand ein Dynacord Echo verkauft. Dieser Hebel hier ist etwas defekt, der ist verbogen. Da hat jemand ein Dynacord Echo verkauft zu einem absolut gar nicht überzogenen Preis. Und ich habe innerhalb von 5 Minuten, nachdem die Anzeige online geschaltet worden ist, habe ich das Ding tatsächlich gekauft gehabt. So, das ist ein Echocord 100. Ich weiß über dieses Gerät tatsächlich gar nicht allzu viel. Was aber in meinem Kopf hängen geblieben ist der Umstand, dass diese Geräte, dieses Echocord 100, eine grüne oder eine grün beleuchtete Tafel hier vorne haben. Also sprich, da sind Birnchen drin, die das Ganze in ein giftiges Licht tauchen. Ja, man kann das hier schlecht sehen, es ist einfach, aber da kann man es vielleicht ausmachen, da ist ein grünes Lämpchen drin, auf beiden Seiten, eins hier und eins da. Und mehr weiß ich über das Gerät gar nicht, außer dass es tatsächlich nur ein Bandecho ist. Also hier ist keine Hallfeder mit drin, wie bei dem S75, wo ich ja kürzlich ein Video gemacht habe über dessen Reinigung. Auch hier, man sieht das schon, das ist natürlich sehr, sehr dreckig. Also auch das wird wieder eine Reinigung werden. Und was wir auch hier haben, ist, dass die Andruckrolle einen Schlag hat.
Der Schlag, hier, da ist er. Der Schlag ist bei dem Gerät aber nicht ganz so schlimm. Also das hört sich nicht an wie ein Motor, wie ein Zweitakter, der die ganze Zeit vor sich hin brettert. Das läuft noch einigermaßen gut, aber auch diese Andruckrolle hat natürlich das bekannte Problem, dass die Leute die Geräte nicht ausschalten. So wäre es richtig, dann wird auch der Gummi nicht beschädigt. So, das ist die eine Sache. Ich habe bis jetzt eigentlich nur getestet, dass das Gerät sich in irgendeiner Weise einschalten lässt. Also der Motor läuft, das ist schon mal gut. Aber trotzdem an dem Gerät ist etwas sehr seltsam, weil wir haben hier eigentlich den Einschaltknopf. Der Einschaltknopf, das schauen wir uns jetzt als nächstes mal an, wenn wir den unteren Deckel ablösen. Dieser Einschaltknopf hat eine elektronische Seite und er hat aber auch eine mechanische Komponente. Und zwar, wenn man ihn betätigt, dann drückt er ganz einfach gegen diesen Hebelmechanismus. Also das ist sehr simpel gemacht, wie bei den Geräten in den 60ern auch, dass einfach durch das Reindrücken des Knopfes dieser Knopfmechanismus nach hinten schiebt und den Hebel zum Ausrücken der Andruckrolle betätigt. Er hat natürlich auch, wie ich gesagt habe, eine elektrische Komponente, und zwar er schaltet den Strom ein. Deswegen ist es ja der Einschalter. Aber da scheint irgendwas nicht mehr zu funktionieren, denn bei dem Gerät hat jemand auf der Rückseite noch einen Schalter hinzugefügt. Also hier in diese Papprücken ist ein Loch reingeschnitten worden und da hat jemand tatsächlich einen Ein- und Ausschalter eingebaut. Und der ist tatsächlich der Ein- und Ausschalter für das Gerät. Also von der Stromseite her macht der Schalter vorne irgendwie nichts mehr. So sieht es zumindest momentan aus. Das wäre zu prüfen. Aber auch die Lichtlein sind alle aus. Ich vermute auch, dass die Elektronik höchstwahrscheinlich nicht laufen wird. Woher weiß ich das? Ganz einfach. Ich habe natürlich mal nach den Sicherungen geguckt und wie gesagt, der Motor, der läuft. Da ist noch eine funktionierende Sicherung und wir haben neben der Motorsicherung auch noch eine Sicherung für die Schaltung, also Circuit Fuse 200 mA. Und ja, was ist das denn? Die ist tatsächlich auseinandergefallen. Also das sieht man hin und wieder mal, die fallen halt auseinander. Vielleicht ist er auch durchgebrannt, das hat sich halt alles zerlegt in seine Einzelteile. Also hier ist momentan nichts zu testen, weil da einfach die Sicherung fehlt. Ich habe diese Art von Sicherung tatsächlich auch nicht gerade vorrätig, also ich habe bestellt, da wird was kommen. Die Lampen haben allerdings auch noch einmal eine eigene Sicherung, die, soweit ich das sehe, fehlt. Das heißt, hier in diesem Sicherungshalter müsste eigentlich was drin sein. Ja, das ist also auch wieder eine kleine Bastelei, bis das läuft oder bis wir überhaupt sehen, ob es läuft. Ja, nochmal zu den Sicherungen, da kann man mal kurz einen Blick in das Handbuch werfen. Da steht nämlich, was für Werte die Sicherungen haben. Motorsicherung 160 mA/T, Gerätesicherung 200 mA/T und die Lampensicherung 800 mA/T. Ja, was heißt denn T? Das heißt träge. Es gibt nämlich bei den Sicherungen die Unterscheidung zwischen träge und flink. Also die Sicherung versucht natürlich nicht wegzulaufen, wobei bei der sieht so aus, als ob sie teilweise tatsächlich weggelaufen ist. Das Träge bezieht sich darauf, dass die Sicherung
nicht sofort auslöst. Denn wir haben hier ja ein Bandecho mit einem Motor und da ist es so, dass die Motoren einen etwas höheren Anlaufstrom haben und der könnte dafür sorgen, dass die Sicherungen, wenn es nicht träge Sicherungen sind, bei jedem Einschalten des Gerätes unmittelbar sofort rausfliegen. Das heißt, in den Geräten wird man sogenannte träge Sicherungen finden, die halten ein bisschen mehr als den angegebenen Strom, zumindest für kurze Zeit, aus. Ja, sonderlich hohe Werte sind das so oder so nicht. Also man erinnert sich dran, wir haben ja eben bei dem Copycat gesehen, da ist eine 500 mA Sicherung drin. Und hier geht man auf Nummer sicher und hält es wirklich sehr, sehr klein. Weil selbstverständlich, man könnte auch eine viel höhere Sicherung reinmachen, aber dann, bevor die Sicherung fällt, löst sich alles in Rauch auf. Und deswegen werden wir auch schauen, dass wir da tunlichst genau diese Werte an Feinsicherungen einbauen. Die kommen mit der Post, aber ich habe Lust, mit diesem Gerät höchstwahrscheinlich anzufangen. Also zumindest mal Sicherungen einsetzen und mal schauen, was eigentlich noch alles nicht funktioniert. Als ich es bekommen habe, war das einzige sichtbare Problem außer dem genannten, dass hier wohl mal das Band gerissen war und das hat sich um den kompletten Kapstan rumgewickelt. Also das war, man sieht es ja hier auch noch, kann man als Schleifchen für die Weihnachtsgeschenke verwenden. Ja, ich fand das schon selten, dass der Verkäufer da keine überzogenen Preisvorstellungen hatte. Ich werde jetzt natürlich nicht sagen, wie viel ich bezahlt habe, aber nur so viel. Es war mit Versand noch unter 100 €. Und das findet man relativ selten, weil normalerweise wird jedes Gerät, egal in welchem Zustand es ist, zu Höchstpreisen angeboten. Was natürlich auch daran liegt, dass gerade bei eBay immer zu Höchstpreisen mitgeboten wird. Vollkommen egal, in welchem Zustand die Geräte sind. Zu dem Thema bereite ich auch gerade noch ein Video vor. Ich weiß aber noch nicht so hundertprozentig genau, welche Stoßrichtung dieses Video letztlich haben wird. Könnt mir vorstellen, dass es in die Richtung Kaufempfehlung geht für Bandechos. Weil es halt immer wieder die gleichen Probleme gibt. Ihr erinnert euch an das Thema mit der kaputten Androck-Rolle. Und es ist in fast jeder Auktion bei eBay steht drin, ungetestet, da ich kein Stromkabel mehr habe. Also sprich bei den älteren Geräten, die noch die Stecker der alten Machart haben. Und es sind immer wieder die gleichen Themen und immer wieder die gleichen Erklärungen. Und das lohnt sich vermutlich mal, da mal einen Blick drauf zu werfen, um einfach eine Kaufempfehlung zu geben und einfach auch zu zeigen, wo normalerweise die Gefahren liegen und was man auch auf Bildern eventuell schon sehen kann und wo man eventuell auch nachhaken sollte. Wobei das Problem, wie gesagt, ja immer ist, bei Bandechos gibt es immer sehr, sehr viele Mitbietende und derjenige, der zögert und der Fragen stellt und der wartet, zieht eventuell den kürzeren. Also es ist immer eine Abwägungssache. Aber ich habe das schon in einigen Videos gesagt, ich finde, man muss immer die Reparaturen mit einpreisen und da muss man eventuell dann auch einfach vernünftig sein. Also sprich bei manchen Geräten auch nicht mehr mitbieten, weil das einfach zu heiß ist. Ich habe das Thema selbst auch schon gehabt. Also die ersten beiden Echoletten, die ich gekauft habe, also NG51, die waren rückblickend in einem sehr, sehr schlechten Zustand, der den Preis eigentlich nicht gerechtfertigt hätte. Ich habe andere Geräte zu späteren Zeitpunkten gekauft, mit der Intention, sie eventuell als Ersatzteilspender zu verwenden und habe dann festgestellt, dass die in eigentlich einem viel besseren Zustand sind als die Geräte, die ich schon habe. Das schauen wir uns gleich an. Da haben wir nämlich so ein paar Beispiele noch, wo das deutlich wird, dass ein unverbastelter Originalzustand das Geld wert sein kann.
wohingegen manche andere Geräte, die vielleicht sogar tatsächlich noch laufen, aber eben nicht mehr in einem unverbastelten Originalzustand sind, das Geld eventuell auch nicht wert sind. Ja, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ja, das nächste Gerät auf dem Tisch ist vielleicht etwas ungewöhnlich, wenn man meine letzten Videos anschaut. Aber da kommen wir wieder zurück auf zu meinem allerersten Video, wo es um Bandechos geht. Da haben wir ein wirklich reines Tonbandgerät als Bandecho benutzt. Und hier haben wir wieder was Ähnliches. Das ist ein UHER 4000 Report Monitor. Das ist tatsächlich ein Reporter-Tonbandgerät gewesen. Das hat der Reporter in der Tasche mit sich führen können. Das Gerät wird mit ein paar Batterien betrieben. Genau, da sieht man es. 1, 2, 3, 4, 5 große Monobatterien. Ja, und das konnte man auch in der Tasche mit sich führen und konnte vorne direkt sein Mikrofon anschließen und konnte Leute praktisch im Feldeinsatz interviewen. Das Ganze hat auch noch einen Lautsprecher zum direkten Abhören. Und der Grund, warum ich dieses Gerät hier auf dem Tisch stehen habe, ist, von der Größe her eignet sich das viel mehr als ein zum Gitarreneffektgerät als ein ausgewachsenes Tonbandgerät. Das Gerät hat auch 3 Köpfe. Das hat eine Hinterbandkontrolle, die man hier einschalten kann. Monitor, S, Source und T für Tape. Also sprich, das ist die Hinterbandkontrolle und da haben wir jetzt ein Echo. Aber natürlich, es ist kein Effektgerät. Wir haben hier dann nur das Echo, das aus dem Ausgang rauskommt. Das heißt, hier stellt sich wieder die Frage, wie schaffen wir das, dass man tatsächlich eine Echo- oder Hallfunktion bekommt. Also sprich Echo, dazu muss man das, was hier rauskommt, natürlich dem Originalsignal beimischen. Und wenn man einen Hall-Effekt haben will, muss man Teile des Echos wieder zum Aufnahmekopf zurückführen, sodass eine künstliche Raumimpulsantwort einfach entsteht. So, und an dem Thema hänge ich noch ein bisschen. Ich habe hier noch ein paar Anpassungsschwierigkeiten, weil ich möchte eigentlich eine Lösung finden, die nicht erfordert, dass man ein Mischpult mit dem Gerät verwendet. Mir schwebt da eher vor sowas wie einen aktiven Feedback-Looper in Pedal-Form. Vielleicht gibt's sowas, vielleicht auch nicht. Ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Ich habe mit einem Boss LS2 experimentiert, aber das ist noch nicht zufriedenstellend, weil wir haben einfach Pegelanpassungen, die noch nicht stimmen. Also wir müssen jedes Signal, das Originalsignal und das Echo und das Feedback müssen wir wirklich in der Lautstärke einzeln regeln können, sonst kommt da nichts sonderlich Schönes bei raus. Warum sich dieses Gerät aus meiner Sicht wahnsinnig gut als Effektgerät auch eignen würde, ist der Umstand, dass wir hier 4 verschiedene Bandgeschwindigkeiten einstellen können. Also 19 Zentimeter Sekunde, 9,5, 4,7 und 2,4. Und damit können wir die Echozeiten auch schon mal variieren. Ich werde hier ein Video auch machen, um mal so Grundlagen der Bandaufzeichnung, soweit sie Musiker interessieren, würde ich das jetzt mal nennen, zu zeigen. Denn wir haben natürlich gewisse physikalische Grenzen. Je langsamer das Band läuft, desto schlechter ist die Aufnahmequalität. Das heißt, wir haben mit dem langsamen Bandlauf tatsächlich auch sehr ansprechende Effekte, dass die Qualität sehr stark abnimmt.
Es ist nicht mehr Hi-Fi, sondern eher Telefon. Das ist für manche Musikrichtungen sicherlich wahnsinnig spannend. Und wir haben, je langsamer es läuft, natürlich auch einfach Änderungen im Klangspektrum. Also es gehen Höhen verloren und das sind einfach ja, rein physikalische Effekte der Bandaufzeichnung. Und da habe ich auch vor, mal ein Video zu machen, wie sich das anhört und in dem Sinne dann auch ein bisschen Hintergrundwissen zur Aufzeichnung und Wiedergabe vom Band. So, ein Thema habe ich hier tatsächlich auch schon lösen können. Da werde ich höchstwahrscheinlich eher einen kurzen Beitrag auf meinem Blog tim-bastelt.blogspot.com noch veröffentlichen. Wenn man sich das jetzt mal als Gitarreneffektgerät vorstellt, dann möchte man natürlich auch eine Art Fernbedienung haben. Das heißt, zur Aufnahme sind hier blöderweise sogar 2 Knöpfe zu drücken. Und das kann man natürlich, wenn man Gitarre spielt oder irgendein Instrument, kann man hier nicht dran rumfingern. Da habe ich aber tatsächlich eine Lösung gefunden, denn dieses Gerät hat eine Mikrofonbuchse und im Handbuch habe ich den Hinweis gefunden, dass zwischen 2 Pins, wenn man die überbrückt, tatsächlich der Bandlauf gestartet und gestoppt werden kann. Weil es gab ja früher, das kennt der eine oder andere vielleicht noch, gab es ja solche Mikrofone mit einem kleinen Schiebeschalter dran. Also man konnte die ein- und ausschalten und mit solchen Mikrofonen konnte man die Aufnahme starten und stoppen. Und das können wir uns mal ganz kurz angucken. Also das hier ist tatsächlich ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8-poliger Stecker. Und wir brauchen tatsächlich aber nur 2 Pole. So, und was habe ich gemacht? Ich habe einfach einen Klinkenstecker dran gemacht, die 2 Pole, die überbrückt werden müssen, und habe einen kleinen Schalter gebaut, der nichts anderes macht. So, und dann können wir mal die Aufnahme starten. Man stellt eine Bandgeschwindigkeit ein, kann dann hier die Batterie prüfen, die ist noch super. Hier kann man sogar das Licht kurz einschalten für das Peak-Level-Meter, also für das VU-Meter. So, und wenn wir jetzt die Aufnahme starten würden, also wie gesagt, man muss hier 2 Knöpfe drücken, Start und Record, dann passiert erstmal nichts. Und wenn wir jetzt hier den Knopf drücken, dann geht's los. Und das ist natürlich prädestiniert dafür, ein Effektgerät für Gitarristen zu werden. Wenn wir das mit den Pegeln hinbekommen und dem Mischen der Pegel. Aber ich bin guter Dinge, dass sich da eine Lösung finden wird. Ja, schauen wir uns mal diese beiden Echoletten an. Ich habe es ja vorhin schon mal gesagt, ich plane ein Video zu machen, in dem es auf der einen Seite um Kaufberatung für diese Echolette-Geräte geht, die Bandechos. Auch auf Hinblick, was kann man denn eventuell schon auf Verkaufsfotos an Problemen sehen, sollten die da sein. Was kann man aus Verkaufstexten schon zwischen den Zeilen lesen? Wo muss man eventuell nochmal nachhaken bei den Verkäufern? Wo muss man eventuell auch nach weiteren Bildern fragen, wenn einfach alles schön von außen gezeigt wird, aber von innen hat man kein einziges Bild und dann sieht's aus wie Kraut und Rüben. Heute möchte ich mal ganz kurz ein Thema ansprechen, das sieht man nicht auf Verkaufsfotos, das steht auch nicht in Verkaufstexten drin, weil dieses Problem beim Verkauf noch gar nicht existiert. Dieses Problem tritt meistens erst auf, wenn die Geräte im Paket sind und vom Paketdienst zu euch nach Hause transportiert werden. Und ich möchte dieses Thema deshalb vorstellen, weil das kein Einzelfall ist. Mich haben schon 2 Zuschauer in diesem Jahr auf das Problem angesprochen oder hatten eine Frage, die letztlich als Ursache genau dieses folgende Problem hat.
Und mit diesen beiden Geräten bin ich jetzt selbst mal in dieses Problem reingerannt. Die sahen auf den Verkaufsfotos toll aus. Ich meine, die sehen immer noch toll aus. Wenn man zum Beispiel mal sich die NG4 anguckt, dieses Gerät ist von 1959 und das ist in einem bombigen Zustand. Man sieht, hier gibt es kleine Unterschiede zur NG51. Es gibt zwar weiterhin 3 Aufnahmeköpfe, aber es gibt kein magisches Band und es gibt nur einen Wiedergabekopf. Optisch gibt es noch weitere Unterschiede. Man sieht hier auf einen Blick, da ist ein kleines Relais. Für was das ist, das werden wir aber ein andermal uns anschauen. Und es sieht vom Innenleben tatsächlich ein bisschen, ja, wie soll man sagen, es sieht vom Innenleben einfach ein bisschen einfacher aus. Ist nicht so viel drin. Wie dem auch sei, was bei dem Gerät ein Problem war, sind diese beiden Röhren auf der linken Seite. Das ist die sogenannte Röhre 1 und die Röhre 3. Die Röhre 3 ist die Röhre, die das Signal vom Band, also über den Wiedergabekopf, verstärkt. Und die Röhre 1 verstärkt die Eingänge. Und diese beiden Röhren sind in dem Gerät Pentoden, EF86. Und genauso wie bei den Trioden an der Stelle im NG51, die ECC83, verstärken die Kleinstsignale. Das heißt, das, was vom Band kommt, ist ein winziges Signal. Und das, was vom Mikrofon kommt oder von den typischen Single-Coil-Gitarren der Ära, ist ein winziges Signal. Und deswegen haben diese Röhrenschaltungen einen sehr großen Verstärkungsfaktor. Damit sind sie auch anfällig für Störungen, für Mikrofonie, für Erschütterungen. Ich meine, wenn diese Geräte auf einem Verstärker draufstehen, man kann sich vorstellen, die Band spielt, da sind natürlich Erschütterungen da. Und um diese Störeinflüsse weitestgehend zu minimieren, hat man auf diese beiden Röhren über alle Echolette-Generationen hinweg Abschirmkappen drauf gemacht. Und man hat die beiden Röhren auf Gummis gelagert. Also hier ist schon ein Röhrensockel drunter. Das kann man ja sehen, also ein typischer Röhrensockel. Da kann man ihn ausmachen. Und dieser Röhrensockel steckt in diesen Gummiringen drin. Und diese Gummiringe erfüllen noch einen weiteren Zweck. Die haben eine Lippe und diese Lippe klemmt sich zwischen das Gehäuseblech oder das Chassisblech vielmehr. Und damit ist diese komplette Röhre am Blech festgehalten. Und bei dem Gerät war es so, das kam in der Post an und diese Röhre war komplett rausgepoppt. Das war in dem Beispiel natürlich schon was sehr Unschönes, weil sich dieser Kondensator hier dabei gelockert hat. Also ein Beinchen ist nirgendwo mehr angelötet. Ist jetzt nicht ein Riesenproblem. Das ist ein 0,1 Mikrofarad 500 Volt Kondensator, also sprich mit ziemlicher Sicherheit Anodenstrom. Und vom Schaltbild her kann es eigentlich nur der Kondensator sein, der vom Schirmgitter auf Masse geht. Und jetzt gilt es halt nur rauszufinden, welche Seite ist hier abgerissen. Ist das die Seite, die am Schirmgitter sitzt oder die auf Masse gehen soll? Das ist kein Problem. Da muss man sich ein bisschen mit beschäftigen, mal genau schauen, wo die einzelnen Pins der Röhre sind und was da wo dran ist. Aber das ist kein Thema. Das kann ich in einer ruhigen Minute mal machen. Bei dem Gerät ist es leider, ja, ich finde, es ist etwas schlimmer, obwohl nichts abgerissen ist. Hier sind tatsächlich noch alle Drähte dran. Aber wie man sieht, es hat diesen Gummi komplett zerbröselt. Das war auf den Fotos nicht wirklich ersichtlich. Und ich glaube, das war tatsächlich beim Verkäufer auch noch nicht in der Art da. Der Gummi ist komplett ausgetrocknet, also der zerlegt sich in Brösel. Und vermutlich ist es auch hier so gewesen, in dem Moment, wo das Ding auf Reisen gegangen ist und es gab Erschütterungen im Paket, und im LKW und
dann zum Schluss im Zustellfahrzeug, da hat sich das Ding einfach zerlegt. Und da genau dieser Ring die Röhre hält, baumelt die jetzt natürlich in der Luft. Die Röhre 1 dahinter, bei der ist es noch nicht ganz so schlimm. Die hält noch. Doof ist dieses Problem deshalb, weil es diese Gummiringe irgendwie nicht mehr gibt. Ich bin eigentlich nicht schlecht im Googlen, aber ich habe mir bislang die Zähne daran ausgebissen. Das gibt es so nicht zu kaufen, auch nicht beim Tube Amp Doctor und wie die einschlägigen Versandhäuser alle heißen. Sowas gibt's nicht. Jetzt ist die Frage, was machen wir da? Also auf jeden Fall, es gibt eine Lösung. Entweder man nimmt irgendeinen anderen Gummi, der irgendwie passt und der die notwendigen Funktionen erfüllt, oder man legt diese Röhre tatsächlich fest, so wie die anderen. Also die haben ja einen festen Sockel, da ist nichts gelagert und sagt sich einfach, Herrgott, diese Störeinflüsse, die sind höchstwahrscheinlich eh kein Problem. Und deswegen machen wir die Röhre halt einfach fest, sodass das einfach alles in Ordnung ist. Muss man gucken, den Ärger hat auf jeden Fall der Käufer, denn soweit ich informiert bin, ist die rechtliche Situation, dass bei Privatverkäufen der Gefahrenübergang in dem Moment stattfindet, wo der Verkäufer das Paket zum Paketversand, also zum Versanddienst gibt. In dem Moment ist der Verkäufer, was den Versand angeht, komplett raus. Und damit ist eigentlich immer der Käufer der Gelackmeierte, weil natürlich, klar, diese Pakete sind bis zu einem gewissen Grad versichert, hoffentlich. Auch eine Sache, wo man drauf achten muss. Die sind versichert, aber letztlich muss man dem Paketdienst ja nachweisen, dass er das gemacht hat. Sprich, man müsste eigentlich in dem Moment, wo der Postbote das Paket bringt, es in seiner Gegenwart öffnen, das Ding rausnehmen und sich alles angucken. Ja, viel Spaß. Die Herren haben eh schon Druck. Da werdet ihr nicht Freunde. Also letztlich wird das Ganze beim Käufer hängen bleiben. Da wird man nicht viel machen können, gerade weil auch nicht wirklich einzupreisen ist, was kostet denn sowas? Wenn es das nicht mehr gibt, dann ist es irgendwo unbezahlbar, nicht wahr? Aber klar, also da wird man nicht viel rausholen können für so einen Gummiring. Was will man da zurückbekommen? Also letztlich wird der Käufer hier das Problem haben und deswegen ist bei den Geräten, viele Verkäufer wollen sie nicht verschicken und aus meiner Sicht haben die auch absolut recht. Weil der Versand tut diesen Geräten keinen Nutzen, er tut ihnen nicht gut. Wenn man Glück hat, macht der Versand nichts kaputt, aber dieses Thema scheint ein größeres zu sein, weil es schon einige Leute hatten und ich jetzt auch bei den 2 Geräten. Ja, in dem Zusammenhang noch oder etwas hergeholt, ich habe noch eine weitere NG51 gekauft, erste Serie Punkt-zu-Punkt-Verdrahtung und auch noch einen M40-Verstärker, die erste Serie. Die beiden Geräte sind auch nicht in einem schlechten Zustand, aber die habe ich tatsächlich gekauft, um sie mal auseinanderzunehmen. Ich habe kein schlechtes Gewissen dabei, weil die NG51 und auch der M40, die sehen nicht mehr schön aus. Die hat irgendjemand schwarz übermalt. Und vor allen Dingen sind alle Originalknöpfe durch 0815 Plastikknöpfe ersetzt worden. Und das ist wirklich furchtbar schade. Denn man muss sich nur mal die Knöpfe bei der NG4 angucken. Das ist ja auch was Ästhetisches. Also die sehen aus wie Cadillac-Reifen. Richtig schön Gold. Dann der Weißwandreifen hier und nochmal ein Goldring. Das sieht alles wunderschön aus und auch die Knöpfe. Und auch bei der NG51. Also ohne diese Knöpfe verlieren die Geräte viel von ihrem Charme und deswegen habe ich kein schlechtes Gewissen, diese anderen Geräte, auch wenn sie von der Substanz überhaupt gar nicht schlechter als die hier sind. Ich habe kein schlechtes Gewissen, die mal auseinanderzunehmen, unter dem Gesichtspunkt etwas zu lernen, nämlich welche Frage mich interessiert ist, wie kann man denn diesen Käfig hier auseinanderbauen, sodass man eventuell die Teile ein bisschen auseinanderklappen kann, ohne das Kabel abreißen und man vielleicht ein bisschen mehr Möglichkeiten hat, diese Geräte besser zu warten. Das würde mich einfach mal interessieren, weil es ist natürlich alles eng. Man kommt eigentlich nirgendwo richtig dran. Und gerade wenn man sich mal die Röhre 3, die ja hier abgerissen ist,
anschaut, wenn man da unten irgendwas löten will, wie soll man denn da dran kommen? Also es muss hier einfach die Möglichkeit geben, da was auseinanderzubauen. Und da ich da keine Anleitung im Internet gefunden habe und auch keine Serviceanleitung irgendwo, möchte ich das einfach mal selbst ausprobieren und dokumentieren. Und dann werden wir auch mal schauen, in welchem Format das stattfindet. Vielleicht als Video oder vielleicht in Teilen als Video. Aber ich denke natürlich auch in schriftlicher Form, damit man es einfach auch nachlesen kann. Ja, diese beiden Geräte werden sicherlich auch irgendwann mal wieder funktionieren. Also es wäre schön, wenn sie mal wieder funktionieren. Es ist halt die Frage, werden sie es ohne weitere Eingriffe? Das muss man sich mal anschauen. Vielleicht kriege ich das wieder hin, was nicht in Ordnung ist. Vielleicht gebe ich es auch einem der noch vorhandenen Experten, die sich damit natürlich perfekt auskennen. Und bis das soweit ist, werden die Geräte erstmal schön anzusehen sein, nämlich in meiner neuen Vitrine, die ich gerade mit meiner Frau zusammen restauriere. Wir haben den Boden erneuert schon mit Samt in der gleichen Farbe wie die Wand dort drüben. Ja, mit Samt belegt, und da unten werden die Echoletten einen wunderschönen Platz erstmal haben, um sie anzuschauen. Und noch ein paar diverse andere Sachen. Da werde ich, wenn es soweit ist, nochmal was zu zeigen haben. So, hier sind wir jetzt erstmal fertig. Ich baue das jetzt zusammen und wir sehen uns gleich wieder. Ist der untere Teil der Vitrine befüllt. Mit den Geräten, die wir eben gesehen haben, hinzugekommen ist noch ein M40 Verstärker unten hinten und zwei Pedale, wie sie durchaus zeittypisch waren. Das eine beschriftet mit Schaller und das andere trägt die Aufschrift Framus. Beide sehen sehr ähnlich. Das eine ist sich sehr ähnlich, das eine ist etwas kleiner. Ich vermute, beide wurden von Schaller gebaut. Diese Pedale gibt es auch noch mit der Aufschrift Dynacord. Auf was ich hinaus will, ich habe auf meinem Kanal ja ein ganz kurzes Video, wo ich den Prototypen eines solchen Fußschalters vorstelle. Und als ich daran gearbeitet habe, habe ich mir gedacht, was haben eigentlich die Leute damals benutzt? Und da bin ich auf diese beiden Pedale gestoßen. Schwellerpedale, auf Deutsch übersetzt, die konnten es laut und leise machen. Mehr Elektronik ist da auch nicht drin, da ist ein Potentiometer drin, was ein Signal je nach Fußstellung, Fußschalterstellung nach Masse ableitet. Und genau das brauchen wir, um das Echo über die sogenannte Fernschaltbuchse auf volle Intensität zu stellen oder auf abnehmende Intensität. Und diese Geräte sind dafür wunderbar geeignet und auch zeittypisch. Bei der Recherche zu dem Thema bin ich allerdings natürlich auch darauf gestoßen, dass Schaller in den 70ern und vermutlich auch in den frühen 80er Jahren durchaus noch eine ganz andere Serie von Fußpedalen hatte, die nicht ganz uninteressant sind. Ein paar wenige davon habe ich. Das ist einmal, oder besser gesagt dreimal, auch wieder ein Fußschweller. Da haben wir verschiedene Ausführungen. Das hier sind mit ziemlicher Sicherheit 70er, vielleicht sogar auch schon 80er Jahre Version, das F121. Das wäre auch für die Echoletten geeignet. Ansonsten ein ganz normales Lautstärkepedal. Und hier ist eins, was den alten Pedalen in der Vitrine noch sehr ähnlich sieht. Das ist so eine Hammerschlagoptik, aber das ist genau wie die auch schon ein Kunststoff. Die alle mit Schaller beschriftet. Und aus der gleichen Serie habe ich auch noch einen Fass, der auch sehr interessant ist. Und es gibt hier noch ein oder mehrere Pedale, die auf die etwas seltsame Bezeichnung Bow Wow Yoi Yoi oder so ähnlich ausgesprochen hören.
Ich habe sogar ein altes Prospekt, da steht nicht Bauwau, sondern Wauwau drin. Also wirklich W-A-U, W-A-U, so wie der Hund macht. Und das sind Pedale, die mich auch total interessieren. Und ich glaube, ich werde hier meine Sammlung noch ein bisschen aufbauen und werde dann auch in der einen oder anderen Form da mal einen kleinen Bericht drüber verfassen. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, es war was Interessantes für euch dabei. Ihr wisst jetzt, an was ich arbeite und was in Videoform auf dem YouTube-Kanal und oder als Text auf dem Blog in den nächsten Monaten erscheinen wird. Und ich bedanke mich für eure Geduld und dass ihr wieder dabei wart und hoffe, euch beim nächsten Mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Tschüssi!